Du willst deinen kabelgebundenen Sauger mit einem Akkugerät starten? Gar kein Problem, ich zeige dir heute, wie das funktioniert. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute haben wir ein Wunschvideo. Denn heute geht es um genau diese Systeme, nämlich Systeme, mit denen du automatisch deinen Sauger starten kannst. Wir haben hier Bosch am Start, wir haben Metabo am Start und Milwaukee. Warum genau diese Geräte, das erkläre ich euch nachher auf jeden Fall nochmal. Denn ihr habt gesagt, spätestens jetzt, wo das Bosch rausgekommen ist, sollen wir nochmal diese Systeme auch vergleichen und das machen wir heute auch, weil die sind doch sehr unterschiedlich vom Charakter und welches das Beste ist, das ist gar nicht so simpel, das schauen wir uns am Ende des Videos mal an. Und wie immer gibt es in diesem Video etwas zu gewinnen und zwar einen 250 € Einkaufsgutschein. Alles, was du machen musst, ist einfach mal in die Kommentare zu schreiben, wie findest du eigentlich die verschiedenen Systeme? Was wäre dein Liebling und welche Erfahrungen hast du schon gemacht? Für diejenigen, die sich jetzt immer noch fragen, wozu zum Teufel brauche ich denn genau so ein Gerät? Ganz einfach. Normalerweise haben wir einen kabelgebundenen Bohrhammer. Dessen Kabel würde hier in diesem Sauger drin stecken und würde durch den Stromverbrauch hier einfach dem Sauger sagen, ach, guck mal, geh doch mal an. Wenn kein Strom mehr verbraucht wird, ach, geh doch mal aus. Das ist ein System, was sehr, sehr lange sich gehalten hat, das funktioniert alles gut. Aber dann kamen immer mehr akkugebundene oder akkubetriebene Geräte raus und jetzt haben wir ein Problem, hier ist kein Kabel mehr. Das heißt also, ich konnte mit dem Gerät den hier nicht starten und das ist ein Problem. Und genau dafür gibt es eben Lösungen, die entweder vom Hersteller selber sind, wie zum Beispiel das Festool-System, da kommen wir auch noch mal kurz dazu, aber vor allem es gibt auch universelle Systeme. Und dazu kannst du nehmen das Bosch-System, das Metabo-System oder das Milwaukee-System. Und das Interessante an allen drei Systemen ist, sie sind absolut grundlegend verschieden. Und du kannst eigentlich mit keinem System dasselbe machen wie mit den anderen. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber das ist der Hintergrund. Genau dafür brauchst du das. Denn du willst eigentlich mit dem Akkugerät ja deinen Sauger starten. Und wie das funktioniert und was hier eben auch nicht funktioniert, das vergleichen wir in diesem Video. Die Frage ist jetzt aber, warum habe ich hier eigentlich Festool auf dem Tisch? Das ist eine gute Frage. Das war für mich nur ein Synonym. Denn wir wollen uns heute wirklich die universellen Lösungen angucken, also die Lösungen anschauen, die nicht nur bei einer Marke funktionieren, sondern wirklich auch markenübergreifend, im Zweifel bei allen Geräten funktionieren. Und da ist Festool eigentlich raus. Jetzt muss man aber sagen, Festool als Marke ist untereinander irre gut und irre kompatibel. Das heißt, die Festool-Akkus können natürlich auch die Sauger wunderbar starten, entweder über eine Nachrüstlösung oder wie bei den Akkugeräten sowieso. Ähnliches ist bei Dewalt. Dort gibt es viele Geräte, die diese Connectivity bereits eingebaut haben. Die haben dieses Zeichen für dieses Connectivity-Zeichen, das blenden wir hier am besten mal ein und das findest du auf dem Sauger, auf dem Gerät, beides drücken, verbunden, fertig. Autostart, Nachlauf, alles dabei. Genauso ist es bei Makita. Bei Makita kann man das auch nachrüsten, in die Geräte reinstecken, also diesen kleinen Bluetooth-Adapter reinstecken, die Sauger bekommen das Signal und so weiter und so fort. Hier bei Bosch war es so, dass sie ewig der ganzen Entwicklung hinterhergelaufen sind. Während alle eine Autostart-Funktion schon hatten, gab es bei Bosch einfach nichts. Und jetzt haben sie gemacht Folgendes, sie haben den Sauger rausgebracht, der diese Funktion eingebaut hat und das Zusatzmodul. Das heißt, das hier ist quasi auch miteinander kompatibel. Was genau heißt das jetzt bei Bosch aber eigentlich? Wir haben dieses Zusatzmodul und zwar den GCA 3042. Du bekommst dieses Modul, du bekommst also diesen Empfänger, du bekommst einen Sender und 3 von diesen Schlaufen. Und jetzt kannst du Folgendes machen, oder das Gerät funktioniert folgendermaßen. Erstmal wichtig, wir haben hier nur folgendes Teil und hier ist nichts an der Seite. Das ist dafür da, um es zu nehmen, in einen Sauger zu stecken, erst einmal irgendeinen Sauger reinzustecken. Ja, Bosch sagt auch, kompatibel mit sehr vielen Saugern, mit allen Bosch-Saugern erst einmal. GAS 35, GAS 20, GAS 55 und so weiter. In den verschiedenen Ausprägungsstufen ist er kompatibel. Aber wir nehmen jetzt Folgendes, wir nehmen das hier, tun das in den Sauger rein. Ja, und jetzt haben wir eine Fernbedienung, über die wir den Sauger starten können. Ich zeige euch das mal. Und klick. 21, 22, 23, 24, 25. Aus. So, wenn ihr mich eben nicht gehört habt, natürlich war es relativ laut, aber du hast Folgendes gesehen. Ich konnte über diese Fernbedienung den Ein- und wieder ausschalten. Und jetzt habe ich folgende Möglichkeit. Ich kann jetzt anhand mit diesem, ja, ich sag mal, Gürtel, kann ich jetzt hier das einfach anlegen und kann jetzt das machen, was Bosch sagt. Bosch schreibt in die Anleitung, du nimmst das hier einfach, verbindest das hier mit dem Gerät, ja, und dann ist es so, dass die Vibrationen ja dafür da sind, um das Gerät zu starten. Und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ja.
Ich nehme jetzt das Gerät und drücke hier nicht drauf, sondern 25. Sinnvoll ist es aber in den meisten Punkten oder in den meisten Stellen, das genau hier dran zu machen. Ergo, du nimmst das Teil, packst das hier dran, hier rum, machst das auch fest. Das Gute ist, ihr könnt jetzt immer sehen, Nachlauf funktioniert. Also, du machst das hier fest, dann schneidest du hier das hier ab. Du hast ja auch mehrere Bänder und das steckst du zum Beispiel hier in das Gerät rein. So, hier drauf. Und dann, wenn ihr arbeitet, überträgt sich die Vibration hier hinten hin und geht an. Dann nimmst du diesen Schlauch, steckst ihn in deine Kappsäge. Dann geht es automatisch an, in deine Tauchsäge, in deine Handkreissäge und so weiter und so fort. Mit fast allen Systemen funktioniert das so wunderbar. So steht es nicht in der Anleitung, aber das ist die beste Nutzung des Systems. Jetzt muss man aber sagen, es gibt ein paar Sonderfälle, wie zum Beispiel bei so einem Bohrhammer. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, über so eine Absaugglocke zu arbeiten. Die vibriert dann nicht mehr. Ja? Also genau da ist dann die Grenze und genau dafür hast du dann aber auch die Möglichkeit, einfach dann mal wirklich von Hand einzuschalten, drauf und wir nicht drauf. Einschränken muss man jetzt aber Folgendes sagen. Was ist denn das Problem jetzt an diesem? Oder wie funktioniert das? Es ist so, dass diese Box hier einen Widerstand erzeugt, also so tut, als würden sie Strom verbrauchen würde und ihm hier signalisiert, bitte jetzt starten, weil da ist ja jetzt ein Verbraucher dran. Das klappt nicht mit allen Geräten. Ja, das geht also wirklich nicht mit allen Geräten und hier ranstecken kannst du ja nichts. Das heißt, es muss in den Sauger rein. Selbst wenn der Sauger hier einfach nur ein Problem hat, das nicht reinpasst, dann hast du schon ein Problem. Du hast gerade gesehen, dieser Adapter ist mit dem Metabo kompatibel. Aber was ist mit all den anderen Saugern? Das haben wir für euch mal ausprobiert, zumindest für die, die wir da haben. Und wir haben, glaube ich, eine repräsentative Masse oder auch Anzahl oder wie auch immer Hersteller da, die wir für euch getestet haben. Bei dem Gerät ist es so, kein Problem. Bei Bosch funktioniert das beim GAS 20, GAS 35, GAS 55 ist gar kein Problem. Reinstecken und das Gerät geht an. Genauso wie es sein soll. Und vor allem ganz wichtig oder ganz interessant, die Nachlaufzeit. Beim GAS 35 habt ihr eine Nachlaufzeit von 16 Sekunden. Das ist irre lang, eigentlich finde ich viel zu lang. Beim GAS 20 nur 2 Sekunden. Woran liegt das? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann haben wir hier, den können wir natürlich auch starten, der ist originär dazu, beziehungsweise der ist originär gedacht, um das Ganze zu machen. Dafür brauchst du diesen Adapter natürlich nicht. Wenn du diesen Sauger hier kaufst, bekommst du so eine Fernbedienung dazu, ich glaube sogar 2, bin mir ganz sicher, die dazu und dann kannst du das Ganze hier verbinden, hier oder mit dem Gummi an deinem Saugschlauch auch hier dran. Irgendwo ist er da, den kannst du auch damit verbinden und dann geht er automatisch an. Also gerade dieser Sauger ist natürlich kompatibel, brauchst du aber das nicht. Ja, aber die Fernbedienung kannst du anlernen. Das sollte funktionieren. So, weiter geht's. Jetzt wird es schwierig. Beim Kränzle. Beim Kränzle ist es so, man kann das Gerät nehmen und irgendwie da so reinwürgen, aber das hält nicht. Sondern du müsstest eigentlich Tape nehmen, das drumherum tun und dann, ja, dann hält das fest, geht aber auch an und auch wieder aus und hat eine Nachlaufzeit beim Kränzle von so 5 bis 7 Sekunden. Bei Milwaukee ist es genauso. Bei Milwaukee passt das auch nicht so richtig rein und müsste auch eigentlich da irgendwas befestigen. Also es ist nicht so gedacht, sollte man so nicht machen. Hier habt ihr schon gesehen, mit dem Gerät funktioniert das Ganze. Mit dem Festool-Gerät, mit dem hier, ja, also stellvertretend hier, Akkugerät geht es natürlich nicht, weil wir haben hier keine Möglichkeit, den Stecker reinzustecken. Ja, das ist ganz wichtig. Genauso wenig geht es mit dem hier. Auch hier habt ihr keine Chance, das damit zu verwenden. Beim Dewalt geht es natürlich, habt ihr aber auch nur 1 Sekunde Nachlaufzeit. Beim StarMax geht es 10 Sekunden Nachlaufzeit. Und beim Makita ist es auch so, da geht es auch nur so leidlich, weil der Stecker dasselbe Problem hat wie zum Beispiel beim Kränzle Ventus. Eine Sache ist ganz wichtig, hier beim Festool ist es zwar so, ich kann den Stecker an sich in das Gerät reinstecken, das ist alles gut und schön, aber der Widerstand ist nicht groß genug und er detektiert einfach keine Stromentnahme. Das heißt, er geht einfach nicht an. Das wird sicherlich auch bei anderen Geräten so sein, die einfach einen höheren Wert haben, ab dem Moment, wo sie einfach sagen, jetzt ist genügend Stromabnahme und jetzt möchte ich mich mal einschalten. Das ist beim Bosch halt einfach so und deswegen ist es nicht kompatibel mit allen Geräten, sondern eben auch mit einer gewissen Vielzahl. Wenn ihr noch andere Geräte habt, die ich mal testen sollte, dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Die Frage ist, und wir werden nachher sehen, wie wichtig die Frage ist,
wie lange sind diese beiden Geräte eigentlich miteinander verbunden? Wann schläft das ein und wann trennen die sich eigentlich? Und die Antwort ist niemals. Das finde ich sehr, sehr cool. Das heißt, du kannst das Gerät nehmen, reinstecken in den Sauger, kannst das auch eine Woche da liegen lassen, was auch immer. Du nimmst das nächste Mal diese Fernbedienung, entweder an deinem Gerät oder an deinem Schlauch, machst den Impuls und das Ganze geht an. Das heißt, der schläft einfach nicht ein. Die beiden behalten diese Funktion und du musst die nicht wieder aufwecken. Denn wir haben das Ganze über 3 Tage getestet und es hat so gut funktioniert, das kann man von Metabo leider nicht sagen. Bevor wir übrigens jetzt zum System von Metabo kommen, ich habe euch den Preis von dem Bosch-System gar nicht gesagt. Wir sind hier bei 100, man müsste eher sagen, satten 140 € für das Gesamtpaket. Bei Metabo sind wir nur bei 90. Ist aber auch ein anderes System. Was ist hier bei Metabo denn anders? Und das ist essentiell anders. Denn wir haben hier einen Stecker, da können wir es irgendwo reinstecken, aber wir haben hier nochmal einen Stecker. Das heißt, ja, hier kein Stecker, da ist ein Stecker. Und was machen wir damit? Wir benutzen es auch komplett anders. Denn hier ist es so, natürlich könnten wir das jetzt auch hier reinstecken, aber das macht gar keinen Sinn, denn es ist genau andersrum gedacht. Jetzt nehmen wir das Gerät hier erstmal runter, nämlich es ist so gedacht, dass wir hier Folgendes machen. Wir nehmen den Stecker vom Sauger, ja, den hier, stecken den in dieses Gerät rein und stecken das Ganze wieder in die Steckdose. Auf die Art und Weise, wenn der Sauger jetzt auf angestellt wird, ist es so, der Sauger müsste jetzt ja normalerweise starten, tut er aber nicht, weil der Schalter hier nicht schaltet. Wenn ich ihn aber nehme und sage an, der Sauger an und der Sauger geht wieder aus. Nochmal an und aus. Das Ganze, und jetzt wird es interessant, auf die Art und Weise kannst du natürlich jedes Gerät, was einen Anschluss wie diesen hat, damit benutzen. Das heißt, ich brauche gar nicht Testen machen und tun auf meinen Zettel gucken, sondern es geht einfach jedes kabelgebundene Gerät. Also nicht nur ein Sauger per se, du kannst natürlich auch irgendwas anderes anschließen. Wie zum Beispiel jetzt hier mal, um das mal zu symbolisieren, du kannst auch eine Pumpe anschließen, du kannst auch, ich weiß nicht, eine Mikrowelle anschließen, was auch immer, was irgendwie gar keinen Sinn macht. Aber wir nehmen es mal und ihr seht jetzt, Moment, so, einschalten und dann geht natürlich, einschalten, ausschalten, einschalten, ausschalten. Und jetzt können wir hierbei auch mal sehen, wie gut das funktioniert, beziehungsweise auch wie der Nachlauf funktioniert. Weil auch das geht, jetzt könnt ihr sagen, naja, es hat ja gar keinen Nachlauf, weil in dem Moment, wenn du drauf drückst, geht es ja sofort aus. Es hat aber einen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal das hier, legen das hier auch mal nur hier oben auf, ja, und machen das Gerät an. Und dann seht ihr Folgendes. 21, 22, 23, also irgendwo zwischen 3 und 4 Sekunden Nachlauf, nachdem das Gerät ausgeht. Wenn ihr das von Hand schaltet, braucht ihr den Nachlauf ja nicht, sondern ihr habt ja dann gearbeitet, abgesetzt, ausgeschaltet, da ist genügend Nachlauf dann schon vorhanden. Wir haben aber ein Problem und einen großen Unterschied zu dem System von Bosch. Das Gerät schläft ein. Wir haben einfach folgenden Fakt. Metabo hat wahrscheinlich genau so designt, dass sie gesagt haben, damit kommt man auf jeden Fall einen Arbeitstag lang. Ja, wenn du morgens hingehst, schaltest du oder steckst das Ganze in die Steckdose rein, dann hast du 10 Stunden Zeit, so lange möchtest du eigentlich gar nicht arbeiten, oder? Schreib es gerne mal in die Kommentare. Und dann schläft er aber ein. Wenn du nach 10 Stunden auf die Fernbedienung drauf drückst, dann sagt er nein, weil der sich wirklich ausgeschaltet hat. Wenn du eine Umgehungslösung haben möchtest, machst du Folgendes, du steckst es raus, wieder rein, oder hast du wie hier eine Steckdose, die du ein- und ausschalten kannst, oder einen Hauptschalter oder was auch immer. Wenn du einmal das raus und wieder einschaltest, dann wacht er wieder auf, ist er jetzt immer noch verbunden mit der Fernbedienung und dann kannst du loslegen. Das ist so eine Notlösung, aber irgendwie nicht so intuitiv, finde ich. Was ein großer Vorteil ist, wie weit ist die Reichweite eigentlich? Also wie weit kann das entfernt sein? Und das ist schon enorm. Wir haben hier wirklich getestet, 25 Meter Entfernung zwischen diesen beiden Teilen. Das sollte in jedem Fall reichen, um auch eine normale Absaugung zu gewährleisten. Hier bei Bosch, habe ich vorhin ganz vergessen zu sagen, waren es übrigens gemessen 15 Meter mit dem Adapter, 25 Meter sogar, wenn man direkt mit dem Sauger arbeitet. Das ist schon erstaunlich weit. Übrigens ist es bei Metabo genauso wie bei Bosch. Es gibt auch schon Sauger, die diesen Empfänger quasi eingebaut haben. Das sind die Akkusauger. Wir können das auch mal hier kurz mal einblenden. Bei denen brauchst du nur noch diesen Knopf und der ist im Lieferumfang des Saugers mit dabei und schon kannst du das automatisch starten.
Nochmal ganz wichtig und zum Verständnis. Es ist hier nicht so, dass es einfach nur nach dem Einstecken dann ausgeht nach 10 Stunden, sondern nach der letzten Bedienung mit der Fernbedienung. Das heißt, entweder über Vibrationserkennung oder über den normalen Knopf oder Drücken, dann ab dem Moment, das letzte Mal 10 Stunden später, schläft er einfach ein. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, auch hier macht es wirklich am meisten Sinn, tut das nicht an die Maschine, sondern an den Absaugadapter, also an den Saugadapter ran und dann habt ihr am meisten Spaß, genauso wie bei Bosch. Das ist genau dasselbe System. Hier Erkennung der Vibration, auch bei Metabo Erkennung der Vibration. Und jetzt kommen wir zum System von Milwaukee und das ist eben wieder ein komplett anderes System. Weil irgendwie ist es so wie Bosch, aber dann doch nicht wie Bosch und auch nicht wie Metabo. Was ist denn hier eigentlich los? Bei Milwaukee haben wir Folgendes. Wir haben hier eine größere Steckdose, so ähnlich wie bei Bosch, aber auch das hier ist quasi wie beim Metabo-System. Das heißt, auch hier steckt ihr es, ich zeige euch das auch mal hier als Synonym anhand dieser Steckdosenleiste, steckt es hier ein. Ja? Oder ich muss es eigentlich so rum euch zeigen. Steckt es hier ein. Dann steckt ihr hier euren Sauger ein, euer Gerät, was auch immer ihr einschalten wollt in dem Fall. Und dann habt ihr hier einen Schalter, drückt hier drauf, es geht an, es geht aus, geht an und geht aus. Und bei dem System ist es einfach so, es ist nicht dafür gedacht, dass du diesen Adapter hier an dein Gerät rantust, sondern das ist wirklich dafür da, dass du es hier, meinetwegen, hier an deine Hand so als Schlaufe mit dran nimmst, dass du hier das hier zuziehst und dass du arbeitest, machst und tust, hier Sauger an, machst, schleifst und so weiter, Schleifen fertig, Sauger wieder aus. Das ist eine ganz andere Logik. Natürlich könntest du es mit den Gummibändern hier auch machen oder mit denen, aber hier ist es so, du hast hier zum Beispiel so einen Gürtelclip, kannst hier einen Gürtel dran machen, kannst hier einfach an- und ausschalten, kannst es hier dran befestigen, kannst es vielleicht auch auf deiner Arbeitshose hier oben befestigen, keine Ahnung. Ja? Das ist gar kein Problem, aber es hat eben überhaupt keine Erkennung von Vibration oder von einer Nutzung, sondern du musst es immer von Hand einschalten. Ich habe ja eben gezeigt, bei Milwaukee funktioniert das Ganze mit einer Fernbedienung, aber einer stimmt gar nicht, sondern es funktioniert auch mit mehreren Fernbedienungen. Das heißt, ich kann mehrere Fernbedienungen nehmen, hier dran anlernen und dann können zum Beispiel 2 Leute einfach ausschalten unabhängig voneinander. Finde ich eine coole Sache. Mit welchem Sauger ist das Ganze eigentlich kompatibel? Hier ist es relativ simpel. Auch da, wir haben natürlich getestet, aber es gab jetzt gar nicht so viel zu testen, weil du kannst ja hier wiederum ja jedes Gerät reinstecken. Ob das jetzt eine Licht ist oder ob das ein Sauger ist oder was auch immer, ist völlig egal. Das heißt, alle Sauger, die wir hier haben, funktionieren, außer natürlich Akkusauger, wie zum Beispiel der Bosch oder hier der Festool. Die sind nicht damit kompatibel. Das heißt, du kannst diesen Sender hier nicht an den Bosch anlernen. Das ist einfach ausgeschlossen untereinander. Was wir noch gemacht haben, ist auch geschaut, wie weit ist die Reichweite eigentlich. Und hier kommen wir auch auf 25 Meter. Jetzt kannst du bei Milwaukee aber noch etwas machen. Nämlich du kannst es quasi fehlbedienen oder ist es keine Fehlbedienung? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Was sagt ihr dazu? Braucht ihr das? Seht ihr da irgendeine sinnvolle Anwendung? Nämlich, du kannst ja diesen Block auch nicht nur nehmen, in die Steckdose stecken, hier den Sauger rein und so weiter und so fort, oder das Gerät und das starten, sondern du kannst ja auch einen Sauger nehmen, wie den hier. Kannst jetzt, Moment, du nimmst den Sauger, nimmst das Gerät, steckst das hier ein, so, ist drin. Und jetzt könntest du zum Beispiel hier vorne ein Gerät einstecken. So. Das Gerät steht hier auf Auto. Und auch hier stecken wir jetzt mal, sagen wir mal, an. Das geht nicht an. Das geht wieder aus. Verrückt, oder? Wir haben jetzt andere Geräte gehabt, wo wir es ausprobiert haben und es dann doch anging. Das heißt, hier gibt es nochmal eine Möglichkeit, das irgendwie anders zu benutzen, aber es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wir haben es mit Metabo ausprobiert, bei einigen Geräten ging es, dann ging es wieder nicht, hier ja, nein, hoch, runter. Es ist aber eigentlich sinnlos. Deswegen schreibt das mal gerne in die Kommentare, wie seht ihr das? Und jetzt aber die Frage, was ist denn jetzt eigentlich das beste System? Ja? Welches System funktioniert eigentlich zuverlässig am besten? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel das System von Bosch mir angucke, das hat einen ganz klaren Nachteil. Es ist eben nicht kompatibel mit allen Geräten, aber es hat den großen Vorteil, es schläft einfach nicht ein. Was ich hier bei Metabo schon ein paar Mal hatte, dass mich in dem Moment wirklich ein bisschen genervt, dass ich irgendwo was wiederfinden musste, wo ist jetzt gerade das Gerät und musste da was machen und tun. Also das ist der große Vorteil, aber der Nachteil ist eben die Kompatibilität. Das große Thema bei Metabo ist,
Es funktioniert zuverlässig genauso. Die Vibrationserkennung hier, die Vibrationserkennung von Bosch, beide funktionieren absolut zuverlässig. Das ist richtig, richtig gut. Fehlererkennungsquote vielleicht 1%. Das ist echt gut. Aber der große Vorteil von dem System ist, es ist mit allen Geräten kompatibel, weil ich stecke es ja nur hier oben rein, geht automatisch an, kein Thema. Nachteil, es schläft ein. Doof. Kommen wir zu Milwaukee. Milwaukee hat einen großen Vorteil, schläft nicht ein. Das Ding schläft nie ein, das ist genauso wie bei Bosch. Das bleibt einfach die ganze Zeit an. Ich kann hier draufdrücken, wann immer ich will, 2 Tage später. Wir haben es ausprobiert, 3 Tage. Länger hat man jetzt keine Zeit. Es funktioniert. Okay, aber ich habe hier keine Vibrationserkennung. Also alles Gute ist nicht beisammen. Wenn ihr mich fragt, welches wäre mein Lieblingssystem, muss ich sagen, eigentlich das Metabo und dazwischen einfach so ein Stecker hier mit einer Wippe, damit mir das nicht einschläft. Wenn ich normal auf der Baustelle bin, ist es eigentlich egal. Das heißt, ich gehe irgendwo hin, stecke das Ding rein, dann habe ich 10 Stunden Zeit, um das erste Mal den Sauger zu benutzen und danach ist dann auch oben mal Feierabend. Ja? Wenn einem diese Zeit egal ist, ist das hier aus meiner Sicht eines der besten Systeme auf dem Markt. Es ist auch das günstigste System, es funktioniert und es ist eben kompatibel mit allen Geräten. Das heißt, du kannst übrigens natürlich auch von Bosch, ja, du kannst ja auch ein Metabo-Gerät an einem Milwaukee-Sauger nehmen. Genauso hier ist es bei Metabo, du kannst ein Bosch-Gerät an einem Makita-Sauger betreiben. All so eine Sachen gehen eben genau mit diesem System. Ihr schreibt bitte mal eure Erfahrungen mit den einzelnen Systemen unten in die Kommentare. Ihr sagt mal, was ist euer Lieblingssystem? Das würde mich total interessieren. Sagt ihr, das nervt euch auch mit dem Ausschalten oder das System von Bosch? Klappt nicht überall. Mich würde es wirklich interessieren, weil auch wir sind uns hier total uneinig. Und so lange für euch ran an den Automatikstart und bis zum nächsten Mal.